Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Haufe X360 Academy. Ich bin der virtuelle Avatar von Ariane bei S&S Software Partner. In dieser Folge schauen wir uns an, wie du Daten in Haufe X360 filtern und sortieren kannst. Gerade bei längeren Listen ist es wichtig, schnell genau die Datensätze zu finden, die du gerade brauchst. Dafür stehen dir in Haufe X360 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wir starten mit der Sortierung von Spalten. Danach erstellen wir einen einfachen Filter, nutzen einen Schnellfilter und schauen uns an, wie sich mehrere Kriterien miteinander kombinieren lassen. Zum Schluss speichern wir einen Filter, damit du ihn später jederzeit wiederverwenden kannst. Dann gehen wir jetzt direkt in die Oberfläche. Hier siehst du eine typische Listenansicht in Haufe X360. In unserem Beispiel arbeiten wir mit einer Liste von Aufträgen. Jede Zeile steht für einen einzelnen Datensatz. Über die Spalten siehst du zum Beispiel den Auftragstyp, den Status, das Datum, den Kunden oder den Auftragswert. Je mehr Datensätze in einer Liste vorhanden sind, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Genau hier helfen dir die Sortier- und Filterfunktionen. Wir beginnen mit der einfachsten Funktion, dem Sortieren einer Spalte. Wenn du auf die Überschrift einer Spalte klickst, öffnet sich ein kleines Menü. Hier kannst du die Werte aufsteigend oder absteigend sortieren. Bei Text bedeutet das zum Beispiel eine alphabetische Sortierung von A bis Z oder von Z bis A. Bei Zahlen werden die Werte vom kleinsten zum größten Wert sortiert oder umgekehrt. Bei Datumsfeldern kannst du die neuesten oder die ältesten Einträge zuerst anzeigen lassen. In unserem Beispiel sortieren wir die Kunden alphabetisch. Dazu klicken wir auf die Überschrift der Spalte Kunde und wählen Aufsteigend sortieren. Die Datensätze werden sofort neu angeordnet. Die Sortierung verändert dabei nicht die Daten selbst, sie verändert nur die Reihenfolge, in der die Datensätze angezeigt werden. Wenn du die Sortierung wieder entfernen möchtest, öffnest du dasselbe Menü erneut und deaktivierst die ausgewählte Sortierung. Als nächstes schauen wir uns einen einfachen Filter an. Ein Filter reduziert die angezeigten Datensätze auf genau die Einträge, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Wir möchten in unserem Beispiel nur Aufträge mit einem bestimmten Status anzeigen. Dazu klicken wir auf die Überschrift der Spalte Status. Im geöffneten Menü können wir jetzt eine Bedingung auswählen. Je nach Spaltentyp stehen unterschiedliche Bedingungen zur Verfügung. Bei Textfeldern findest du zum Beispiel gleich, ungleich, enthält, beginnt mit oder ist leer. Bei Zahlenfeldern kannst du zusätzlich nach größer als, kleiner als oder zwischenfiltern. Bei Datumsfeldern gibt es Bedingungen wie heute, diese Woche, dieser Monat oder überfällig. Wir wählen hier die Bedingung gleich und anschließend den gewünschten Status. Mit Anwenden bestätigen wir den Filter. Die Liste zeigt jetzt nur noch Datensätze mit diesem Status. Oberhalb der Tabelle siehst du außerdem den aktuell angewendeten Filter. So erkennst du jederzeit, warum bestimmte Datensätze gerade nicht angezeigt werden. Um den Filter wieder zu entfernen, klickst du auf den Filter und wählst Filter entfernen. Es gibt noch eine besonders schnelle Möglichkeit, nach einem vorhandenen Wert zu filtern. Dazu klickst du direkt in eine Tabellenzelle mit dem gewünschten Wert. Anschließend drückst du gleichzeitig die Umschalttaste und die Taste F. Das ist die Tastenkombination Shift plus F. Haufe X360 erstellt dann automatisch einen Filter für genau diesen Wert. Das ist besonders praktisch, wenn du zum Beispiel alle Aufträge eines bestimmten Kunden oder alle Datensätze mit demselben Status anzeigen möchtest. Mit Shift plus F kannst du den Filter später auch wieder deaktivieren. Bisher haben wir jeweils nur ein einzelnes Kriterium verwendet. In der Praxis möchtest du aber häufig mehrere Bedingungen miteinander kombinieren. Zum Beispiel möchtest du nur Aufträge eines bestimmten Kunden anzeigen, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden. Dafür fügen wir zunächst einen Filter für den Kunden hinzu. Danach öffnen wir die Spalte Datum
und wählen die Bedingung größer als. Anschließend tragen wir das gewünschte Datum ein. Die Liste zeigt jetzt nur noch Datensätze, die beide Bedingungen erfüllen. Der Kunde muss also passen und gleichzeitig muss das Datum nach dem gewählten Stichtag liegen. Über dem Arbeitsbereich siehst du beide Filterkriterien nebeneinander. Du kannst jeden Filter einzeln öffnen, ändern oder entfernen. Wenn du häufig mit denselben Kriterien arbeitest, musst du diese Filter nicht jedes Mal neu erstellen. Du kannst den aktuellen Filter speichern. Dazu klickst du auf Filter speichern. Im nächsten Fenster gibst du dem Filter einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel Aufträge Kunde Müller ab Januar. Anschließend bestätigst du mit Speichern. Der Filter steht dir jetzt in der Filterliste zur Verfügung. Über diese Liste kannst du jederzeit zwischen allen gespeicherten Filtern wechseln. Häufig verwendete Filter kannst du zusätzlich als Favoriten markieren. Dadurch werden sie weiter oben in der Filterliste angezeigt und sind schneller erreichbar. Du kannst einen gespeicherten Filter außerdem als Standardfilter festlegen. Dann wird er automatisch angewendet, sobald du die entsprechende Liste öffnest. Das solltest du allerdings nur verwenden, wenn du tatsächlich meistens mit genau dieser Auswahl arbeitest. Sonst kann schnell der Eindruck entstehen, dass Datensätze fehlen, obwohl lediglich ein Filter aktiv ist. Damit kennst du die wichtigsten Filter- und Sortierfunktionen für deinen Arbeitsalltag. Du hast gesehen, wie du Spalten sortierst, einfache Filter erstellst, mit Shift plus F besonders schnell filterst, mehrere Bedingungen kombinierst und häufig verwendete Filter speicherst. Achte beim Arbeiten immer darauf, welche Filter gerade aktiv sind. So behältst du den Überblick und erkennst sofort, warum bestimmte Datensätze gerade nicht angezeigt werden. Im nächsten Teil schauen wir uns an, wie du mit erweiterten Filtern noch genauer arbeiten kannst. Dabei kombinieren wir mehrere Bedingungen mit und oder und grenzen Daten noch gezielter ein. Falls du Fragen zu den gezeigten Funktionen hast oder dich mit anderen Haufe X360-Anwendern austauschen möchtest, schau gerne in unserem Haufe X360 Forum vorbei. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich bin der virtuelle Avatar von Ariane bei S&S Software Partner und diese Folge gehört zu unserer Haufe X360 Academy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.